Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Wie ihr seht, sind wir auf der Hohen See. Das ist die falsche Richtung, einmal in die andere Richtung. Ich hoffe, ihr seid nicht schwindelig geworden. Auf jeden Fall ist es so, dass die Freunde der Vielfliegerkunst natürlich auf das Thema warten. Ich weiß gar nicht, ist das so? So, jetzt geht doch trotzdem, ja. Funktioniert. Auf die Themen warten, die wir heute für euch frisch gepresst haben, nachdem es wie immer ein bisschen technisch lustig wurde. Das erste Thema, was wir haben, ist Compensate. Compensate ist Geschichte. Dann haben wir das Thema mit der Lufthansa und den 350 Triebwerken, wo man ganz genau hinguckt, was das für die 900er Serie bedeutet. Lufthansa Purser P2, zwei Streifen, werden nicht weiter ernannt. Oh, jetzt ist cool, lustig. Auf jeden Fall, warte, macht das Face-Tracking so? Ich weiß es nicht. Subject lost. Er hat mich verloren. Gucken, ob er mich wiederfindet. Auf jeden Fall P2 wird es keine Beförderung im Moment geben, aus Gründen von Lufthansa, die natürlich klar sind, weil die Flottenerweiterung nicht passiert. Und wir haben noch ein Thema, das ist nämlich Schweden. Schweden schafft die Flugsteuer ab. Und das ist dann natürlich auch in meinen Augen relativ spannend. Was bedeutet das für die Steuer in Europa? Weil das ist ganz genau die Frage. Und jetzt stellen wir es nochmal ordentlich ein, gucken, ob es jetzt funktioniert. Zack. Und dann haben wir es. Ich hoffe, es klappt jetzt. Naja, keine Ahnung. Es klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber nun gut. Lasst uns mit der Sendung anfangen. 2 Minuten und 2 Sekunden hier in die Sendung rein. Das erste Thema ist halt, Lufthansa ernennt keine P2 im Moment. Das ist ein Problem auf der einen Seite natürlich für die Leute, die das als Beförderung sehen und für die es ein Grund ist, bei der Lufthansa zu arbeiten und zu sagen, wir möchten diese besondere Position haben. Warum ist die P2 so eine besondere Position? Die P2-Position ist die Position von der Person, die am höchsten ist an Bord, logischerweise. Denn es gibt ja P1, P2, sonst gäbe es das ja nicht. Hätte ja auch fast im Airbus A380 ein P3 gegeben, was dann nicht gekommen ist. Einige sagen Gott sei Dank. Auf jeden Fall ist es so, dass man der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass diese Position nicht mehr ganz so attraktiv ist wie früher. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer am besten, wenn man der Häuptling ist und nicht nur Indianer und damit dann halt auch die gesamte Verantwortung hat, eine höhere Bezahlung hat, eine bessere Bezahlung hat, aber auch mehr Verantwortung hat. Die P2 wird, und da bin ich jetzt nicht ganz so sicher mehr, ursprünglich war das ja so, dass man die P2 nicht in den normalen Service eingesetzt hat. Das heißt also, wer sich noch aus den guten alten Zeiten an den Flug mit Lufthansa erinnert, als Hon oder sowas, da ist die P2 immer rumgegangen, hatte Zeit, konnte Probleme lösen, im medizinischen Notfall da Sachen machen. Und dieses sogenannte Crew-Kompliment, so wurde das genannt, ist meiner Meinung nach abgeschafft. Und da seid ihr jetzt gefragt, die ihr bei Lufthansa eventuell arbeitet oder irgendwie da ein bisschen besseren Einblick habt wie ich, wie es aktuell ist, könnt ihr unten schreiben, ob wirklich das Crew-Kompliment immer noch abtrünnig ist und nicht mehr gibt. Aber nichtsdestotrotz ändert es nichts an der Tatsache, dass Lufthansa dieses Jahr noch ausbildet, aber die Leute nicht zum P2 ernennt, weil die Flotte nicht wächst. Weil man einfach nicht so viele Leute braucht, aber man bildet sie so aus, dass man die in der Hinterhand hat, dass man sie im Prinzip dann ernennen kann und dann auch in dieser Position relativ schnell, wenn die Flotte weiter wächst, ernennen kann und vor allem in die Position bringen und diese Position dann ausfüllen. Das ist natürlich auch das Problem, dass dies ein Grund ist mit den verspäteten Flugzeugen, ganz klar. Aber auch was ein Thema ist halt, dass man bei der Personalplanung auch Geld sparen will. Ist ja eine logische Geschichte. Und nur motivierend ist es halt für die Leute nicht, da man als P2 auch besondere Trainings braucht. Es gibt, glaube ich, auch psychologische Gutachten oder beziehungsweise solche Evaluierungssachen, die man machen muss. Also da muss man dann wirklich relativ hart durchsortiert werden, um das zu können.
Ihr könnt auch nochmal sagen, wenn ihr das genauer wisst, ob das bei der P1 nicht auch schon der Fall ist, dass da aussortiert wird, weil es kann ja nicht jeder P1 werden. Also ich bin mal gespannt, was damit passiert. Aber die Lufthansa macht natürlich das Ganze, um flexibel zu bleiben, indem sie halt im Moment diese Position ausbildet. Aber wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht, und Lufthansa erwartet ja viele, viele Flugzeuge. Kommentarmäßig ist es halt so, dass man natürlich sagen konnte, dass man diese Geschichte dann nach unten auch durchbringt. Das heißt also, wenn es keine P2er braucht, braucht es keine P1er und so weiter und so fort. Also es geht dann weiter runter bis zur normalen. Und die Differenzierung ist natürlich ein Thema nach unten, dass man halt die Karriereleiter damit dann quasi im ersten Moment unterbrochen hat für die Leute. Oder das andere ist hier, man kann ja natürlich hier wieder Carsten S. aus M. Dort bashen, aber man muss halt dort natürlich ganz klar sagen, das ist eine logische Geschichte. Ist zwar schade für uns als Passagiere, dass wir halt die Leute nicht als solches dann, sage ich jetzt mal, in P2-Funktionen sehen, aber sie werden halt einfach nicht gebraucht. Und ich glaube, es macht sich trotzdem vielleicht bemerkbar an der einen oder anderen Stelle, weil diese dann durchaus Lösungen haben oder auch Kompetenzen haben, wenn er in einem Team ist. Ich kenne das von Fluggesellschaften, wenn jemand da ist, der eventuell eine Ausbildung hat. Am meisten fällt mir das immer ein, wenn man zum Beispiel Ausbilder ist, zum Beispiel nebenbei oder sowas, dass diese dann doch schon besser gehört werden und dass diese dann natürlich auch wesentlich bessere Leistung bringen an Bord als andere im Regelfall. Aber auch hier wieder, ich weiß, ich hüte mich davor, das zu verallgemeinern. Ganz, ganz wichtig, Lars hat nicht verallgemeinert. Ich habe einfach nur ins Blaue, so mit dem Meer und so, ihr wisst schon, der Mann und das Meer. Das zweite Thema ist heute, ich hoffe, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich heute mit Galgenhumor ausgestattet, weil ich muss gleich zum Zahnarzt und gut, auf jeden Fall, das haben wir jetzt auch geklärt. Jetzt wisst ihr, warum ich hier unterwegs bin und die Sendung schon so früh aufnehme. Wir haben kurz nach 11. Wenn es morgen keine Sitzung gibt, hätte ich fast gesagt, keine Sendung gibt, dann wisst ihr, das war beim Zahnarzt sehr schmerzhaft. So, dann Compensate. Compensate ist natürlich ein Anbieter von Kompensation aus dem Hause Lufthansa. Und wir erinnern uns alle, wie sie damals da Werbung gemacht haben für Compensate, dass man da halt kompensiert. Aber jetzt ist es so, dass die Lufthansa die App quasi abgeschafft hat und dieser Kompensationsanbieter, der ja auch für diese CO2-Emissionen, dass man da so quasi Abhilfe schaffen konnte, gesorgt hat, der ist halt Geschichte. Lufthansa begründet das damit, dass man jetzt natürlich bei dem Buchungsvorgang aus den Möglichkeiten der Kompensation auswählen kann und kann jetzt halt das Ganze direkt in Lufthansa machen, weil es halt wirklich integriert ist und deshalb braucht man diesen Anbieter nicht. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, wegen Erfolglosigkeit und Greenwashing und man kann jetzt auch einiges, ich muss gerade lachen, weil wenn man Kommentare liest unter solchen Beiträgen, dann sagen die Leute natürlich, ja, da müsste die Sahelzone ja mittlerweile ein Urwald sein und so weiter. So weit würde ich jetzt ehrlicherweise nicht gehen. Ich finde das schon ein wichtiges Anliegen, dass man halt kompensiert, nicht im klassischen Sinn, aber doch trotzdem überlegt, was man macht. Und man sieht ja auch hier zum Beispiel auf dem Boot, auf dem ich fahre, die nutzen ja auch schon lange keinen Diesel mehr, den guten alten MAN-Schiffsdiesel, sondern die haben LNG, also das heißt also auch mit Gas und sind da halt wesentlich umweltfreundlicher unterwegs. Ihr könnt auch hier natürlich was zu schreiben zu dem Thema und haltet eure Gedanken natürlich auch nochmal dazu unten nicht zurück und schreibt, ob ihr eine Compensate schon mal benutzt habt als Frage des Tages, ob ihr ähnliche Sachen macht oder ob ihr sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Wobei ich eigentlich davon ausgehe, dass die letztere Antwort die häufigste ist, dass man sagt, Compensate heißt das Ganze. Wir können jetzt weitermachen mit dem Thema Lufthansa und die Swiss-Slots und ich hatte das auch in einem Call und ihr wisst ja, ich rede gerne über Dinge aus dem Call heraus, weil sie mir zeigen, was ihr für Sachen oder für Themen habt
Und man kann jetzt natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass man hier ehrlicherweise bei der ganzen Sache natürlich sieht, wie EU auch schief gehen kann. Warum? Ganz einfach deshalb, die Swiss ist ja 2005 von der Lufthansa übernommen worden und da gab es ja dann auch durchaus Situationen, wo man gesagt hat, hey, ihr müsst Slots abgeben, aber diese Slots liegen seit fast 20 Jahren wie Sauerbier im Schrank von Zürich und das sind dann auch übrigens nicht irgendwelche Ziele, wo man sagt, ja, das ist Ziel so und so und da will ja kein Schwein hin, sondern wenn man sich das Ganze anguckt, dann sind da interessante Ziele natürlich bei. Ich sage jetzt natürlich wie immer Los Angeles, aber es ist auch Boston, es ist auch Chicago, es ist auch Bangkok, Kairo, Johannesburg. Und das Thema ist natürlich, man muss an dem Flughafen dort auch Slots dann auch haben und muss dann sagen, ich will fliegen. Aber das passiert einfach nicht. Warum das so ist auch eine interessante Sache. Diese Verpflichtungen haben weiter Gültigkeit, sagt der Treuhänder und sagt, dass man zur Sommersaison 2025 sich jetzt beeilen muss, dass man sie beantragen kann, dass man sie bekommt. Und das finde ich halt auch lustig, denn auch wenn man Strecken zum Beispiel von Zürich nach Frankfurt, München, Düsseldorf, Berlin, Wien, Stockholm, Kopenhagen aufsetzen will, gibt es da sogar Start- und Zielslots. Also das heißt am Anfang und am Ende. Aber man sieht hier, die will wirklich keiner haben. Und das ist halt ein Riesenthema. Denn wenn ein Wettbewerber das macht, dann ist das so, dass das natürlich Wettbewerb bedeuten würde. Und ihr seht daran auch diese Abgabe der Slots in Mailand, da will sich ja auch keiner drum reißen. Das ist alles nicht mehr so spannend. Und da muss man halt der Ehrlichkeit auch hier wieder sagen, dass dort die Politik von der EU ganz klar, den Touch to Reality verloren hat. Heißt also, dass man dort, wenn man genauer hinschaut, dass man sagt, dass die EU leider mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Und ich lege mal die Kamera ein bisschen nach hinten, dann komme ich mal ein bisschen besser ins Bild. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie zoomt der jetzt ran? Auch lustig. Machen wir mal wieder ein bisschen höher, ne? Will er nicht. Er ist bockig. Dann machen wir das mal so, zack, Exit, gucken wir mal, aber jetzt geht er hoch. Ach, es ist doch wieder ein Kreuz. Aber auf jeden Fall könnt ihr eure Meinung dazu bilden, zu dem Thema, was ihr davon haltet, zu dieser Slot-Geschichte, ob ihr die in irgendeiner Art und Weise gut findet oder ob der ganze Quatsch, der da auch mit der ITA gelaufen ist, um Slots hin und her, eigentlich nur Folklore ist, weil sie am Ende des Tages nichts bringen. Und wenn jetzt in den nächsten 100 Jahren keiner sich für interessiert, dann kann man das Ganze auch ad acta legen und sagen, komm, geschenkt. Aber ich sag mal, wenn 20 Jahre danach keiner sich dafür interessiert, wir sollen da dann anfangen, auf einmal mit Hansens Slots fliegen zu wollen. Also da muss man nochmal genauer hinschauen. Wir schauen uns nochmal jetzt genauer an das nächste Thema. Und zwar das nächste Thema, was wir haben, ist das Thema aus dem Leben der A350-1000er in dem Fall. Da geht es ja ums XWB-Triebwerk 97 von dem Flieger von Cathay Pacific. Jetzt habe ich fast vergessen, den Timestamp aufzuschreiben, damit ich nicht wieder von euch hier einen auf die Finger bekomme. Und zwar ist es so, die Maschine ist ja gestartet aus Hongkong heraus, war auf dem Weg nach Zürich, hat bei 9000 Fuß festgestellt, dass es dort einen Feueralarm gegeben hat in dem Triebwerk 2, also in dem rechten Triebwerk, hat dann die Feuerlöscher betätigt, ist gelandet und hat festgestellt, dass dieser flexible Schlauch dort, also der flexible Ölzufuhr- oder Kerosinzufuhrschlauch nicht in Ordnung war und hat daraufhin die ganze Geschichte gegroundet. Wenn man jetzt weiter guckt, ist es so, dass natürlich die Triebwerkabschaltung bei einem Tausender ein Problem ist. Und wenn man den XWB 94er Triebwerke guckt, die ja unter der 900er verbaut sind, ist das ähnlich. Aber bis jetzt hält sich Lufthansa da relativ bedeckt, Rolls-Royce hält sich bedeckt, die das Triebwerk baut. Und man schaut aufgeregt dahin. Das Problem, was natürlich ist natürlich, dass es Unruhe gibt.
weil natürlich Singapore Airlines, die auch eine Vorsorgeüberprüfung ihrer 64 A350-900 machen. Ich denke auch Finnair und alle werden diese kontrollieren, mal so nebenbei, mal eben mal am Boden, guckt mal nach und sagt und hoffen und beten, dass da nichts kaputt ist, weil es dieses Ersatzteil im Moment nicht gibt. Und das Problem ist dann halt natürlich, inwieweit wirklich das XWB ist übrigens nicht 1984, mein Fehler, im Vergleich zu dem 97er Triebwerk, inwieweit das da natürlich dann ein Thema ist. Also ich hoffe, dass da mal nichts im Argen liegt und dass es dann nicht wieder so eine Situation gibt wie bei den anderen Triebwerken mit den Pulverbeschichtungen, bei den LEAP-Triebwerken, bei Airbus, unter den Airbus A320ern gebaut, also Neos, und bei den 737 Maxern, dass wir da ein Riesenproblem haben. Das wäre nämlich ein richtiges Drama, wenn da nochmal Flotten einfach weiter gegroundet würden. Ihr könnt ja schreiben, was ihr dazu denkt, zu dem Thema, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht. Ist das für euch ein Problem oder sagt ihr, unschön, aber am Ende des Tages, es ist, wird, ist. So einfach ist das. Wir gehen jetzt zum nächsten Thema. Da ist wieder ostentatives Ausatmen gefragt. Und zwar geht es da um die Flugsteuer. Und zwar die Flugsteuer oder die Abflugsteuer, wie man sie nennen möchte, in Schweden wird zum Juli 2025 abgeschafft werden. Diese 40 Euro umgerechnet, es sind in schwedischen Kronen, die sind nämlich 2018 eingeführt worden, 400 Kronen sind also 40 US-Dollar, sind also irgendwie, keine Ahnung, bummelig 36, also gar nicht so viel, wie ich das gesagt habe, 36 Euronen. Und die sollen abgeschafft werden, um den Flugverkehr in Schweden zu unterstützen und da nochmal ganz klar den Leuten Anreiz zu geben, zu fliegen. Ja, ganz genau. Aber das ist nicht der erste Grund, weil man sagt, ja, sind die bekloppt. Der zweite Grund ist, es ist nur für Flüge genommen worden, wo Leute in Schweden abgeflogen sind. Es ist also nicht für Leute genommen worden, die durch Schweden connecten. Es ist nicht für Leute genommen worden, die ein gewisses Alter nicht erreicht haben. Also das heißt, für Kinder ist es nicht gefragt worden. Und dann natürlich auch, was interessant ist, man hat es in Schweden abgeschafft, um eine europäische Lösung zu finden. Heißt also, dass man hier den Weg frei macht, um in Europa so eine Lösung für alle zu bringen. Und das ist natürlich ein bisschen das Problem, wenn das alle bekommen, dass wir dann höhere Kosten haben. Dann kann man natürlich die Lufthansa auch wieder hören, sagen, oh, das ist viel zu teuer, viel zu teuer. Aber das Problem ist, man kann es auf europäischer Ebene dann nicht abschaffen. Kai Linnemann wird jetzt wahrscheinlich in Brüssel rotieren, wird da natürlich den Leuten erklären, dass das alles scheiße ist, was damit passiert. Aber ihr könnt mir erzählen, ob ihr sagt, dass eine europäische Lösung gut ist. Und das ist die zweite Frage des Tages, die ich euch stellen möchte. Und zwar, was denkt ihr über die Abschaffung der Flugsteuer? Sollte diese dann in ganz Europa gelten? Denn in meinen Augen ist es so, dass wenn sie in ganz Europa gilt, ist es wesentlich besser, als wenn es nur so Insellösungen gibt. Gut, ist lustig, wenn man nach dem Wasser ist und von Insellösungen spricht. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man da ganz klar sagen muss, ja, schwieriges Thema, aber auf der anderen Seite, wenn die Steuern ordentlich benutzt werden, wäre das auch kein Problem. Interessant wäre auch, ob das eine europäische Steuer wird. Das heißt also, ob sie vielleicht an Brüssel abgeführt wird. Also da wäre ich mal wirklich interessiert dran, was da genau im Detail geplant ist. Ihr könnt jetzt wie immer an dieser Stelle unten nicht nur den Kanal abonnieren, die Fragen des Tages beantworten. Ich kann sie euch auch nochmal nennen, die Fragen des Tages. Nämlich die Fragen des Tages sind, habt ihr Compensate benutzt? Und dann die andere Sache ist logischerweise, dass man sich die Frage erlauben muss und auch da stellen muss, inwieweit man dort diese Regelung auf europäischer Ebene, dass man dort Flugsteuern nimmt, begrüßen kann. Denn wenn so eine Steuer eingeführt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mehr weggeht, leider relativ groß. Wir erinnern uns ja auch an Kaiser Wilhelm, glaube ich war es, mit der Sektsteuer. Die gibt es ja bis heute noch für die Marine, obwohl es die Reichsmarine nicht mehr gibt. Und sie wird auch gar nicht mehr für die deutsche Bundesmarine eingesetzt, diese Sektsteuer. Aber sie gibt es halt noch. Also insofern hier von euch jetzt rege kommentieren, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen und dann geht das auch wieder Vollgas und Attacke und ihr kriegt von mir
den Abspann im wahrsten Sinne des Wortes. Ich danke euch, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart und ich hoffe, dass ich morgen eine Sendung machen kann und mein Zahnarzt nicht zu viel wütet. Also in dem Sinne danke ich euch und wieder viel Spaß und ich gebe euch jetzt hier einfach den Abspann in der Form, dass ihr schauen könnt. Ich muss hier einmal das Tracking wieder abstellen, damit wir das weg haben. Und dann kann man ja in meinen Augen wieder das Bild drehen. Ne? Sollte gehen. Also, bis dann, viel Spaß. Und hier seht ihr so ein bisschen Wasser. Ich kann jetzt ein bisschen näher ranschieben. Dann habt ihr den Stopfen nicht. Also, bis morgen, bis dann. Ciao, ciao.